Freihandquilten mit Lineal und Linealfüßchen ist am Anfang schon ein bisschen schwierig. Das können wir aber sehr gut lernen an unserem Bambusblock. Wir haben kurze Strecken, auf die wir uns da voll konzentrieren können, und an denen üben wir heute Freihandquilten mit dem Lineal. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Unser Bambusblock ist ganz ideal, um Quilten mit dem Lineal daran zu üben, denn wir haben schon diese geraden Seiten und wir könnten mit unserem Linealfüßchen ganz einfach gerade an der Seite entlang fahren. Unser Linealfüßchen ist rund, unsere Nadel steht in der Mitte und wir haben einen Nahtabstand von ca. 0,5 bis 0,7 mm zum Rand. Das heißt, wenn wir unser Linealfüßchen an der Außenkante entlang wandern lassen, dann haben wir eine exakte Naht 0,5 bis 0,7 mm in die Mitte unseres Blockes gesetzt. Das sieht bei dem Bambusblock sehr schön aus. Es reicht zum Quilten auch völlig, denn die einzelnen Blätter sind sehr schmal und laufen noch spitz zu. Dieses runde Füßchen ist gedacht, dass wir unser Lineal, wie auch immer, an jeder Seite ansetzen können. Egal von welcher Seite aus wir quilten möchten, wir haben immer den guten Ansatz. Und wir könnten aus jeder Position gerade mit unserem Füßchen am Lineal entlang wandern. Wir möchten unser Linealfüßchen in einer Höhe eingestellt haben, dass wir unseren Quilt gut bewegen können, dass er aber fest genug ist, dass unser Stoff genug Halt hat und die Maschine einen Stich ausüben kann. Wenn wir das haben, dann kommen wir mit unserem Linealfüßchen an Kanten. Schwupp, da mag unser Linealfüßchen nicht weiter. Und das ist in Ordnung. Wir akzeptieren, dass da, wo eine Kante ist, unser Füßchen stoppt. Wir versuchen nicht mit Gewalt irgendwas zu erreichen, sondern das ist der Punkt, an dem unser Füßchen hält. Das ist nicht immer der Punkt, mit dem wir arbeiten möchten. Dazu kommen wir später. Wenn wir mit dem Linealfüßchen quilten, starten wir genau wie mit anderen Freihand-Quiltfüßchen auch. Wir haben unseren Transporteur versenkt, wir haben unsere Stichlänge auf 0 gestellt und wir holen einmal den Unterfaden nach oben. Das heißt, unser Füßchen ist auch abgesenkt. Wir stechen einmal in unseren Stoff ein, ziehen unseren Stoff zur Seite weg, schwupp, und ziehen am Faden. Und tada, wir haben den Ober- und den Unterfaden nach vorne geholt. Und wir vernähen das Ganze, damit es gut hält, 3-mal auf der Stelle. Die Nadel bleibt im Stoff. Wenn wir mit unterschiedlichen Garnen arbeiten, erzielen wir unterschiedliche Ergebnisse. Ich arbeite hier mit Fabulux von Wonderfill. Fabulux von Wonderfill hat einen sehr, sehr schönen Glanz und ist auf dem Stoff auch sehr dekorativ zu sehen. Das liegt zum einen an der Garnstärke von 40, das liegt aber auch daran, dass der Faden nicht rund gearbeitet ist, sondern im Querschnitt dreieckig. Und dadurch reflektiert er sehr schön das Licht, auch wenn er verarbeitet ist. Damit ich an der Vorderseite nur meinen Oberfaden sehe und nicht zwischendurch der Unterfaden hindurchschaut, habe ich als Unterfaden Decobob von Wonderfill gewählt. Decobob von Wonderfill ist ein sehr, sehr feines Garn. Wenn wir die nebeneinander legen, so, dann sehen wir da einen großen Unterschied. Das ist ein 80er Garn. Hat die Garnstärke 80. Je größer die Nummer, je feiner das Garn. Wir haben also hier einen Faden, der halb so dick ist wie unser Oberfaden. Das gibt ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Der nächste Vorteil dabei ist, wir bekommen viel mehr Garn mit diesem 80er Garn auf unsere Unterfadenspule und wir brauchen nicht so oft wechseln.
Als Lineal könnt ihr ganz gezielt Quiltlineale kaufen. Das hier ist ein Lineal mit einer runden Seite und mit einer Bogenseite. Ihr könnt aber auch jedes Patchwork-Lineal mit einer geraden Kante wählen. Achtet darauf, dass das Lineal Grip hat, dass ihr das nicht noch mit Gewalt festhalten müsst und euch das nicht auf dem Quilt verrutscht. Dazu gibt es extra Punkte, die man auf das Lineal kleben kann. Ich habe hier ein sehr feines Schmirgelpapier gewählt. Ich mag es, wenn das Lineal sehr flach auf der Quiltoberfläche liegt und diese Punkte heben das ein bisschen hoch. Schaut, womit ihr da am besten zurechtkommt. Ich nähe das Ganze hier auf dieser alten Pfaff 262. Das heißt, ich habe Raum unter der Maschine von 20 Zentimetern. Das ist nicht so viel und mein Quilt ist 2,20 Meter mal 2,20 Meter groß. Ich habe hier jetzt meinen Quilt zur Seite geschoben, sodass ich mein Lineal anlegen kann und mehr Platz brauche ich auch nicht. Und ich kann auch meinen Arm hier wunderbar auf diese Quiltmasse legen. Das ist sehr bequem, das ist eine sehr schöne Möglichkeit zu quilten. Mit wenig Platz unter der Maschine und einem großen Quilt funktioniert das auch deshalb, weil meine Quiltfüllung sehr fein ist. Sie ist sehr stark verwebt und hat keine sehr große Dicke, hat aber einen sehr schönen abgepolsterten Effekt. Das ist eine Bambusfüllung. Ihr findet alle Angaben zu den Stoffen, zu der Füllung und zu den Garnen und alle Bezugsadressen verlinkt unter diesem Video. Wenn wir das Ganze gut ausgerichtet haben, dann wird es Zeit zu quilten. Der Block ist so ausgewählt, dass wir kurze Strecken quilten. Wir brauchen jetzt nicht 3 Stunden mit dem gleichen Faden zu quilten, wir werden ihn zwischendurch immer wieder abschneiden. Wir legen das Lineal an der Außenseite, Pi mal Daumen, nichts muss hundertprozentig sein. Wir legen unsere beiden Fäden zur Seite und wir starten. Wenn ihr das hier, wie ich, jetzt so festhaltet, dass ihr eure Linie blockiert, dann haltet einfach an. Ihr könnt jederzeit anhalten. Wenn ich jetzt hier mehr ziehe, verschiebe ich auch meine Linie immer mehr. Jedes Mal, wenn wir merken, wir verlieren den Fokus, halten wir mit der Nadel im Stoff einfach an. Es gibt nichts, was uns treibt und es muss nichts schnell hintereinander genäht werden. Und wenn wir das dann haben, legen wir das erneut an. Und wir quilten weiter. Wir quilten weiter, bis die Außenkante unseres Füßchens an der gegenüberliegenden Seite unseres Blockes ankommt. Und wir drehen um. Was wir nicht möchten ist, wir möchten mit diesem Garn nicht rückwärts nähen. Wir möchten seitwärts oder zu uns nähen. Das heißt, hier drehen wir das Ganze einmal um. Legen unser Lineal erneut an. Ja, ich möchte es hier anlegen und mein Füßchen ist noch gar nicht da. Das heißt, ich arbeite einfach noch ein paar Schritte weiter. Bis ich da bin, wo ich hin möchte. Und wandere jetzt zurück. Ich kann das noch ein bisschen mehr zu mir drehen. Wir möchten unseren Quilt nicht immer im Kreis herumdrehen. Wenn wir jetzt hier unser kleines Muster nehmen, so, dann ist der Radius, dann ist die Bewegungsmöglichkeit, die wir haben, von hier nach hier nach hier, also die halbe Kreisweite.
Wir bewegen unseren Quilt in einem Halbkreis. Und das machen wir hier. Ich möchte das Ganze gut sehen können. Ich möchte wissen, was ich tue. Ich möchte zu mir nähen. Also bewege ich mich innerhalb dieses Halbkreises und kann meinen großen Quilt dadurch ganz locker verschieben. Ich lege mein Lineal an und ich arbeite nach vorne. Hier möchte ich jetzt gerne weiterarbeiten, aber ich merke, mein Quilt stoppt. Egal wie ich schiebe, er näht auf der Stelle. Denn hier treffen viele Stofflagen zueinander. Ich nehme die Nadel aus dem Stoff hoch, schiebe das ein bisschen weiter, das Füßchen ein bisschen weiter und arbeite diese Stelle einfach von Hand. Ich habe meine Führungsseite und ich schiebe das, bis diese hohe Seite vorbei ist. Wenn wir versuchen, über diese Stellen mit Gewalt zu nähen, dann erreichen wir Stellen, die sind wie hier in einem Halbkreis. Und sie unterbrechen die Linie. Aber selbst wenn das passiert, wird es am Ende gut aussehen. Also fangt nicht an zu trennen und denkt, ihr müsst das Ganze jetzt komplett ändern, sondern quiltet von da ab einfach weiter. Unsere nächste Linie möchten wir wieder zu uns wandern lassen. Wir haben mit den Linien, die zu uns wandern, den besten Fokus. Wir können genau sehen, was wir arbeiten. Wir können ohne Probleme in Seitwärtsbewegungen arbeiten. Wir brauchen also nicht so viel drehen, als würden wir unser Standardfüßchen wählen. Hier habe ich noch nicht den Punkt, den ich möchte. Also suche ich mir den Punkt, mit dem ich arbeiten möchte. Der ist hier. Der Punkt gefällt mir besser. Ihr könnt jeden Stich einzeln genau so setzen, wie ihr mögt. Ihr braucht nicht mit dem arbeiten, was da gerade ist und in Panik weiterzuarbeiten. Nehmt euch Zeit, versetzt das von Hand und arbeitet weiter, wenn ihr genau den Punkt habt, bis wir wieder an dem nächsten Punkt sind. Wenn wir ein Blatt gequiltet haben, vernähen wir dreimal auf der Stelle, holen den Unterfaden hoch. So, wir ziehen den Unterfaden durch den Stoff nach oben, damit wir ihn auf der Vorderseite einfach mit abschneiden können. Nun haben wir den Unterfaden auf der Rückseite auch schon abgeschnitten und wir können zum nächsten Punkt wandern. Wir können alle Blätter in einem quilten. Das wäre gar kein Problem. Wir würden einfach in Zacken nach unten wandern. Das gibt eine schöne Optik, das ist eine sehr gute Idee. Als Anfänger ist es einfacher, wir teilen uns einzelne Parzellen ein, die wir am Stück schaffen möchten. Das heißt, hier habe ich meinen Faden vernäht, ich wandere nicht weiter von der einen zur nächsten Seite, sondern ich arbeite beide Zacken, schaue mir das Ergebnis an und wandere zum nächsten Feld. Und das Ganze startet von Neuem. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten und patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.